Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, erstmal vielen lieben Dank für den richtig geilen Stream gestern. War wieder ultra krass gewesen. Wir haben knappe 10 Stunden gestreamt gehabt und ja, Feedback war mal wieder mehr als positiv und dafür bin ich natürlich wie immer dankbar. Und im heutigen Video werden wir mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was im Stream passiert ist und vor allen Dingen, wie weit wir auch gekommen sind auf den Servern und wir werfen einen kleinen Blick auf W54 und wie dort so meine Pläne sein werden und wie ich das Ganze handhaben werde. Ja? Also, wir befinden uns natürlich zuallererst mal auf meinem Main. Dort haben wir zuerst den Elevator bestritten und sind hier momentan bei Etage 422. Das Ding ist ja, dass die Etagen immer um 20 zurückgesetzt werden. Das heißt, ich war schon bei 442 gewesen, muss jetzt aber wieder ein bisschen aufholen, weil ich wieder 20 Plätze um 0 Uhr zurückgeworfen worden bin. Ansonsten ja, ist das Ganze ziemlich nice aufgebaut. Die Hintergrundmusik fetzt natürlich auch komplett weg. Grüße gehen raus an Leander, der die komplett feiert hier, die Fahrstuhlmusik. Ja. Ich habe da auch mehr als einen Ohrwurm von tragen müssen, sag ich mal. Ja, und an sich ist das sehr cool gemacht. Es gibt sehr viele, die Übersicht finde ich vor allen Dingen sehr, sehr cool gelungen. Man sieht hier halt, welche Gilden wirklich vom Abstand her aktiver sind, welche geringer, nicht so aktiv sind und vor allen Dingen zeigt es auch ganz gut, wie aktiv euer Server ist. Das finde ich persönlich besonders spannend. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel hier im Vergleich mal den S31-Server nehmen, der schon sehr, sehr alt ist, im Vergleich zu W50, ja, zu W50, das Ganze hier natürlich ein meilenweiter Unterschied, was die Aktivität angeht. Und wenn wir da mal einen Blick rein riskieren, gucken wir mal einfach, wie viele aktive Gilden es hier auf dem Server gibt. Und wenn wir hier so runter scrollen, dann sehen wir, das nimmt relativ schnell ab. Und ja, bei 61, 60 ist hier schon Schluss auf dem Server. Da ist hier schon vorbei. Ja, also das ging relativ fix, sag ich mal. Und jetzt schauen wir mal auf W50, der mit der aktivste Server überhaupt ist momentan gerade. Und wenn wir hier mal jetzt in den Dungeon reingucken, beziehungsweise in den W50 Elevator, dann sehen wir erstmal, dass hier die Marken schon ganz anders aussehen als auf S31. Ja, da ist die Aktivität schon deutlich besser erkennbar. Und wenn man jetzt mal hier runter scrollt, wir merken uns, bei 60 war Schluss gewesen auf S31 und jetzt gehen wir mal hier weiter, ja, und hier sieht man schon, ist das eine ganz andere Hausnummer, da hier viel mehr aktive Gilden am Start sind und ja, das vor allen Dingen auch viel engmaschiger ist das Ganze im oberen Bereich. Hier unten kann natürlich immer einer mal auch die Gilde auf 1000 Höllenmarken easy durchcarryen, aber insgesamt ist der Server deutlich aktiver als jetzt zum Beispiel S31 und hier hört es dann erst bei knapp 500 auf und das ist halt die 500. Gilde, das muss man mal ja dazu sagen, ne? Das sind keine Helden oder Spieler, sondern das sind komplette Gilden, ja, und das ist schon, als ich das gesehen hatte, ist das für mich so, hat man das so feststellen können, anhand von den Höllenmarken, wie aktiv und vor allen Dingen halt auch in welcher, wie gesagt, Bandbreite das Ganze hier von der Aktivität her zu betrachten ist. Sehr cool, sehr übersichtlich. Ansonsten von den Belohnungen her können wir das auch mal vergleichen. Wir haben hier auf S31 natürlich die höchste Belohnung, weil das auch mit dem Server und mit dem Level auch zusammenhängt, welches Level ihr seid, spezifisch danach, denn werden auch eure Belohnungen dementsprechend angepasst. Das Ganze können wir jetzt mal vergleichen mit zum Beispiel W27. Ja. Hier sind wir auch von unserer Gilde her sehr gut vertreten. Ich mache mal hier wieder zurück, weil sonst ist hier die Five Inception hier am Start. Wird hier durcheinander gepfiffen. Ja, hier sind wir mit Black Bull auch deutlich vorne
Und wenn man sich jetzt aber mal hier den Vergleich anschaut, habe ich mit Stufe 547 auf meinem Battle Mage einen Gewinn von 66 Millionen zum Beispiel an Gold. Und auf meinem Main sind es 108 Millionen. Ja? Und von den Kristallen her ist es ein kleiner Unterschied, aber jetzt nicht allzu mächtig, sag ich mal. Ne? Dazu muss ich sagen, dass ich die Belohnungen eigentlich ganz cool finde. So. Also das Porträt ist eigentlich so das Special-Ding bei dem Ganzen. Die Kristalle sind nice to have und die Metalle sind auch cool. Der Legendary Stein, ja gut, kann man nehmen, ist ein Geschenk halt. Ne? Aber insgesamt 66,7 Millionen Gold für die Stufe oder halt 100 Millionen Gold für meine Stufe 600 sind halt so gesehen, ja, so ein Tropfen auf einen heißen Stein irgendwie so. Also es ist halt nicht besonders viel, sag ich mal, für die Gildenbelohnung. Das heißt, man muss aber hier noch unterscheiden, weil das Ganze wird gesplittet in 2 Kategorien, so wie ich das verstanden habe. Einmal in die Belohnung, die nach Höllenmarken nach eurer eigenen Gilde gehen. Also jetzt hier zum Beispiel bei Black Bull sieht man hier jetzt auch ganz gut hier die eigene, wie sage ich, Ehrenhalle oder besser gesagt die interne Gilden. Rangliste, wer wie viele Höllenmarken gesammelt hat. Ja, zum Beispiel haben hier auch, wir haben es jetzt nach 0 Uhr schon, haben Leute beim ersten Tag gar keine Marken gesammelt, was natürlich sehr, sehr schade ist, uns in der Gesamtwertung aber jetzt nicht so doll wehtut, es trotzdem aber halt wirklich so schade ist, denn sind natürlich verschenkte Höllenmarken irgendwo. Und ja, hier sieht man halt auch sehr, sehr gut die Aktivität der Gilde. Wie aktiv sind so eure Member, kann man jetzt hier sehr, sehr gut kontrollieren. Hier auf meinem Main sieht es ein bisschen anders aus. Ja, hier habe ich mit Abstand am meisten Höllenmarken gefarmt. Wir werden gleich nochmal ein paar Dungeons tryen, weil ja, ich wurde ja hier 20 Etagen zurückgesetzt. Auch zum Beispiel hier der Seth, der ja vom Level her deutlich höher ist als ich, der könnte zum Beispiel auch viel, viel weiter sein als ich schon, aber das ist halt auch eben das Ding, ja, spielen die Free-to-Play oder halt eben nicht. Da kommen nochmal die 2 Codes ins Spiel, ja, die ihr über mir seht. Ihr könnt immer noch den Dorzer Elevator Code benutzen. Der hält nicht so lange, also versucht ihn wirklich schnell einzulösen für 25 gratis Schlüsselkarten. Teilt das Ganze mit eurer Gilde, weil die bekommen dann auch alle 25 Schlüsselkarten. Das heißt im Umkehrschluss mehr Tries für eure Gilde, die ihr kostenlos zur Verfügung habt, was eure Gilde natürlich in der Platzierung nach oben steigen lässt. So, ne? Deswegen ist es klug, den auch in der Gilde rumzuschicken. So, ne? Genau. Ja, und das ist so das Ding. Erstmal auf den 2 Servern, auf dem Free-to-Play. Gut, habe ich mich jetzt nicht so angestrengt, muss ich sagen. Da habe ich jetzt nicht so viel gemacht. Da sind wir mit unserer Gilde hier. Wo sind wir? Auf Platz 7 momentan gerade. Ne? Und auf W50 ist es ja auch noch sehr, sehr spannend. Wir stehen aber hier mit der Holzfällerhütte alleine auf weiter Flur. Die nächst schwächere Gilde hat einen riesen Nachteil uns gegenüber und wir haben aber auch einen riesen Nachteil der nächstbesseren Gilde gegenüber. Also wir sind so ein bisschen allein auf unserem Kräftelevel, sag ich mal so. Ne? Ansonsten wird es halt spannend zwischen Platz 3 und 2, würde ich so sagen. Das könnte interessant werden. Wir werden leider, glaube ich, nicht in die Top 3 kommen, aber ja, wir sind halt eben auf einen undankbaren 4. Ist aber nicht so wild. Wir kriegen ja trotzdem unsere Belohnungen hier, die übrigens hier abgebildet ist und nach der jeweiligen Platzierung, wo ihr gerade seid, blinkt dann halt eben euer Fenster hier. Ne? Zum Beispiel auf meinem Main sind wir jetzt gerade auf Platz 1, da blinkt halt das hier zuerst. So, ne? Und hier ist es halt eben Platz 4 bis 14 bekommen dieselben Belohnungen. Ne? Genau, dann geht es halt weiter, ne, sieht man hier schön aufgelistet, ab wann, wo, was zu gewinnen gibt. Ne? Das ist halt ganz nice gemacht. Ja, ansonsten mal ein kurzer Blick auf W54. Dort habe ich am ersten Tag Stufe 25 erreicht. Bin hier jetzt nicht wirklich sehr tryhard-mäßig unterwegs. Ja, ich habe hier auch meine Beschreibung geschrieben, dass ich keine Pakete auf den Server hier aufladen werde. Ich werde das mit den Pilzen die 10 Tage so spielen, das werde ich so halt auch zu Ende spielen. Ich werde hier nicht mehr aufladen auf dem Server. Und im Prinzip
werde ich nach den 10 Tagen ja auch wieder aufhören hier, weil es halt nur zum Testen ist, wie sich das Update so im wirklichen Early-Game-Bereich verhält. Und hier sind wir jetzt gerade auf Platz 2 mit unserem Berserk Squad. Und haben hier, wurde hier auch wieder auf die erste Platzierung zurückgesetzt, weil ist ja hier auch, ich muss mal dieses Pfeifen, ne? Genau. Ich wurde hier halt eben auch zurückgesetzt, weil halt eben das Ganze, um 0 Uhr immer um 20 Etagen zurückgesetzt wird, so ist das normal, ne? Wir machen die Effektlautstärke ein bisschen runter hier vielleicht so. Ich habe das hier ein bisschen extra eingestellt für den Dungeon extra. Ja, genau. Das sind halt so die ersten Etagen. Die sind relativ easy noch, aber man wird relativ schnell in die Schranken verwiesen. Generell muss man aber zum Balancing sagen vom Dungeon, ist es diesmal sehr, sehr gut gelöst worden. Das haben sie sehr gut in den Griff bekommen. Es gibt von den Stufe 10ern, ab Stufe 10 könnt ihr ja diesen Dungeon hier betreten, gibt es Gegner, die man besiegen kann, auch schon mit Stufe 10. Und das Ganze geht nachher so krass hoch. Ihr habt es ja gesehen, auf meinen Main bin ich halt wirklich nur bis Stufe 442 insgesamt gekommen und weiter nicht. Es wurde so gut gebalanced, dass die stärksten Spieler momentan der Welt gerade so durch die 500. Etage durchgekommen sind. Also es gibt noch nicht viele, die das geschafft haben. Ich glaube, ein Scythe hat das geschafft, eine Nachteule vielleicht. Ein Strider hat es, glaube ich, noch nicht geschafft. Das ist auch ein bisschen klassenabhängig, weil die Magier hier ein bisschen Vorteile auch haben in dem Dungeon tatsächlich. Ist halt eben klassenspezifisch auch. Und da sieht man mal, dass es halt wirklich sehr gut gebalanced ist, dass halt vom Early Game bis zum Late Game mit diesen Dungeon alles abgedeckt worden ist. Und haben sie diesmal wirklich sehr gut hinbekommen und gefällt mir auch sehr gut. Wie gesagt, ansonsten das einzige Manko, was ich habe, sind halt die Belohnungen. Ich bin aber noch gespannt auf die Einzelbelohnungen, weil es soll ja, wie gesagt, je nach der Platzierung, bis zu welchem Stockwerk ihr gekommen seid, soll es dementsprechend noch eine Vergütung geben, ne, die man dann sich abholen kann. Und auf die bin ich halt eben dann auch noch sehr gespannt. So, ne? Genau, ansonsten ist der ganze Dungeon hier, mal schauen, wie weit wir jetzt kommen werden. Wir sind ja jetzt hier auch wieder auf meinem Main. Hier wird es schon nachher haarig. Wie gesagt, bis 442 bin ich gekommen mit sehr viel Pilzen, muss man dazu sagen. Der Dungeon generell ist sehr Free-to-Play-freundlich, wie ich finde. Alleine dadurch, dass ihr schon jede halbe Stunde hier einen Dungeon besiegen könnt und nicht jede Stunde, wie es normal hier der Fall ist, ne? Da müsst ihr halt hier eine Stunde immer warten. Das ist erstmal schon eine gute Sache. Das heißt, jede 7 Stunden 30 müsst ihr euch mindestens einloggen, damit eure Schlüsselkarten nicht volllaufen, so, ne? Weil die wollt ihr immer in Bewegung haben. Genau. Es gibt bei den Ressourcen gibt es vor allen Dingen zum Anfang relativ viele Schlüsselkarten auch geschenkt. Das heißt, ihr bekommt eine kostenlose halbe Stunde geschenkt quasi so, ne, mit einer Schlüsselkarte. Was natürlich so auch schon euch voranbringt. Wenn ihr Free-to-Play seid und auf Etage 1 anfangt mit 15 Karten plus den YouTuber-Code, kommt ihr sogar bis Etage 87, glaube ich, waren es, weil auf den Weg dorthin auch sehr viele Schlüsselkarten ihr durch den Loot bekommt, der hier sein kann. Ja, also Free-to-Play kommt man hier auch schon relativ weit. Unter anderem, oder des Weiteren, bekommt ihr auch noch eine sehr gute Pilzanzahl Vergütung. Also, ist das für Free-to-Play-Spieler diesmal auch, muss ich sagen, rundum sehr gut gelungen. Die Hardcore-Payer oder die sehr krass reinpilzen, so, ne, die können das weiterhin tun, um hier halt sich eben auch einen Vorteil durch halt Echtgeldwährung zu verschaffen. Hindert aber nicht die Free-to-Play-Spieler daran, dass es für die trotzdem ein sehr cooles Event ist, so, ne? Und ganz ehrlich, die Vergütung hält sich hier relativ in Grenzen, weil die 6 Millionen Gold, die ihr hier seht, ist schon das Maximum. Das Ganze ist auf 6 Millionen gekappt. Und schießt nicht weiter in die Höhe. Dadurch, dass man relativ schwer vorankommt, hier haben wir zum Beispiel eine Schlüsselkarte und 3 Pilze. Das, wie gesagt, sowas ist sehr cool für Free-to-Play-Spieler.
Ja, dadurch, dass man relativ schlecht vorankommt, kann man sich hier nicht unendlich viel Gold erfarmen oder so, ne? Genau, man erfarmt sich hier nebenbei noch, wie gesagt, die Höllenmarken für die Gilde, für die Gildenplatzierung und die dementsprechende Belohnung dann, die man durch die jeweiligen Plätze dann bekommt, ne? Bringt euch aber ansonsten auch nichts weiter. Wenn ihr jetzt nicht hier großartig heftig weiterkommt oder was weiß ich sonst für wie krasse Chancen habt, dann lohnt es sich tatsächlich nicht, sehr viele Pilze hier rein zu investieren, weil ja der Reward für die Pilze relativ mäh ist, so sag ich mal. Ne? Man bekommt halt nicht unendlich viel Loot durch diese Etagen ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ne? Wenn es noch relativ flüssig läuft und ihr euch gut hier durchkämpfen könnt, kein Problem. Wenn mal so ein Gegner nicht liegen sollte, klar, kann man den auch mal so nebenbei mal versuchen so ein bisschen. Und wenn man sieht, jo, der könnte klappen, kann man auch ein bisschen reintryen. Aber so wie ich jetzt zum Beispiel hier, sind das schon relativ viele Pilze für relativ wenig Gold, sag ich mal. Was ganz gut schmeckt, sind die Kristalle. Da bekommt man dann doch relativ viele, wie ihr gesehen habt. Habe ich gerade auf einer Etage, was waren es, glaube ich, gewesen? Ich glaube 1000 noch was oder so. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz genau sicher. Auf jeden Fall Kristalle, ja 1700, bekommt man tatsächlich ganz gut. So, wir sind jetzt bei Etage 439. Das heißt, wir haben uns gleich wieder die 20 Etagen zurückerkämpft. Und jetzt fällt mir gerade auf, den Gegner hatten wir gestern hier auch schon gehabt bei der Etage. Das heißt, man hat die gleichen Gegner auf gleicher Stufe. Und das war ein ich glaube, der hatte mir sehr viele Pilze gekostet und der Gegner danach, glaube ich, auch. Und dann lag der irgendwann im Free Try so, ne? Also man kann die gleichen Gegner immer wieder besiegen, bringt euch aber halt auch nicht mehr Loot, so, ne? So, ich glaube, bei denen hatten wir sehr viele Pilze ausgegeben gehabt und dann lag der irgendwann im Free Try auf einmal so, ne? Weil der halt, ja, der sieht halt gut machbar aus, aber man braucht trotzdem relativ viel Glück, weil der halt ziemlich viel Schaden austeilt. Ja, man muss halt auch perfekt critten so und die Kämpfe sind sehr schnell vorbei. Das ist so das Ding, ne? Und deswegen viel weiter werde ich hier jetzt auch nicht gelangen als bis zu den Basilisken und danach wird es halt fast wieder unmöglich. Das heißt, viel mehr kann ich hier an dem heutigen Tage auch gar nicht rausholen auf dem Account. Das war es gewesen. Ich werde vielleicht noch die Free Tries nachher früher oder später mitnehmen, denn die Karten, die ich ansammle in der Zeit. Aber viel mehr kann ich hier jetzt der Gilde gar nicht zu beitragen. Ne? Das auf jeden Fall dazu. Ja, Leute, das war mein Feedback zu dem Elevator. Unterm Strich muss ich sagen, es ist ein sehr cooles, sehr gelungenes, sehr gebalancedes Update diesmal für Free-to-Play-Spieler als auch für Pilzer. Die Belohnungen könnten ein wenig höher sein, zumindest die Gildenbelohnungen, die man bekommt. Der Profilhintergrund ist aber dafür ein ganz nices Gimmick, muss man sagen. Ja, wie gesagt, vom Balancing her ist er für Late-Game-Spieler und für Early-Game-Spieler gut geeignet. Also von daher auch ganz nice. Und die Art, die Bilder und das Theme und die Mühe und das Design, was sich um diesen Dungeon gemacht worden ist, ist auch sehr cool und sehr gelungen. Da hatten wir ja auch in der SF-Show gestern ein paar Einblicke hinter die Kulissen bekommen können, wie das Ganze entstanden ist. Auch sehr lustig gewesen, ja. Und das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.